Viele Menschen denken aus irgendeinem Grund, dass Tiere praktisch keinen Intellekt haben. Deshalb töten Jäger frei und ohne Gewissensbisse die Tiere. Sie kümmern sich nicht um die Gefühle lebender Wesen. Für sie ist das Wichtigste, Freude am Prozess zu haben. Aber die Beute kann auch denken. Manchmal kann sie sogar ihrem Peiniger im unerwartetsten Moment helfen. Der Held dieser Geschichte liebte einst die Jagd sehr. Es gefiel ihm, am Wochenende in den Wald zu gehen und mit einer Doppelflinte zu schießen. Der Mann hielt es für die richtige männliche Beschäftigung, die im Menschen den Instinkt des Kriegers weckt. Deshalb beeilte er sich nicht, aus dem Dorf in die große Stadt zu ziehen, da er nicht auf sein geliebtes Hobby verzichten wollte. Jedes Jahr wartete der leidenschaftliche Jäger ungeduldig auf den späten Herbst, wenn die Jagdsaison auf Elche begann. Dieses Tier zog die Einheimischen besonders wegen seiner Größe und des einzigartigen Geschmacks der Gerichte an, die man daraus zubereiten konnte. Der Schmorbraten aus der Elchlippe galt in diesen Gegenden als Delikatesse. Der Mann jagte das Tier allein, um nicht mit anderen Jägern um die Trophäe streiten zu müssen. Oft prahlte er vor den Nachbarn mit den riesigen Geweihen, die er mit seiner Geschicklichkeit und einem präzisen Schuss erlegt hatte. Doch ein Vorfall änderte seine Einstellung zum Töten von Tieren für persönliches Vergnügen und Eitelkeit vollständig. Ende des Sommers musste der Mann dringend ins benachbarte Dorf, das sich am anderen Ufer befand. Dort lebte sein Bruder, der um Hilfe beim Hausbau bat. Der Held hatte zwei Möglichkeiten: etwa 3 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren oder mit einem Boot über den Fluss zu paddeln und dann etwa 40 Minuten zu Fuß zu gehen. Die Dorfbewohner wählten meistens die zweite Option, da sie schneller war und keine Fahrkosten erforderte. Der Mann war es gewohnt, also paddelte er schnell ans andere Ufer, band das Boot am Steg fest und versteckte die Ruder im Gebüsch. Der weitere Weg führte über einen getretenen Pfad, aber der Held beschloss, durch den Wald abzukürzen. Bald fühlte er, wie seine Beine irgendwo versanken. Der Mann erkannte, dass er vom Weg abgekommen war und in einen Sumpf geraten war. Panik überkam ihn, und er begann verzweifelt mit den Armen und Beinen zu rudern, um schneller herauszukommen. Aber der Morast zog ihn immer tiefer. Er erinnerte sich, dass übermäßige Bewegungen im Sumpf nur schlimmer machen. So war es auch seiner Tante ergangen. Sie war mit Kindern zum Preiselbeerenpflücken gegangen, geriet in den Morast und konnte sich nicht befreien. Während die Kinder die Erwachsenen riefen, kämpfte die Frau verzweifelt und verschwand innerhalb weniger Minuten unter Wasser. Die Männer sagten später, sie hätte sich an einen Ast klammern, versuchen sollen, sich auf die Oberfläche des Sumpfes zu legen und ruhig auf Hilfe zu warten. Dann hätte sie überlebt. Sich daran erinnernd, begann der unglückliche Mann, sich nach Bäumen, Steinen oder anderen Gegenständen umzusehen, an denen er sich festhalten konnte. Rundum war nichts Passendes. Plötzlich sah er in der Ferne eine vertraute Silhouette. Es war ein Elch. Das Tier näherte sich gemächlich dem Mann, ohne sich tief ins Wasser zu begeben. Als es näher kam, drehte sich das Tier langsam um und ging in aller Ruhe zurück. Zunächst verstand der Mann nicht, was das Tier von ihm wollte. Das Tier blickte zurück, sah den Mann an und dann auf seine Spuren. Der Mann begriff. Er ging auf die Knie, zog langsam zuerst ein Bein und dann das andere aus dem Morast und folgte dem Tier. Der Mann folgte den Spuren des Elches. Der Mann hatte sein ganzes Leben lang auf Elche gejagt, aber der Vorfall im Sumpf brachte ihn dazu, die Jagd für immer aufzugeben. Als er festen Boden erreichte, fiel er zu Boden und weinte. Als der Mann wieder zu sich kam, war sein Retter bereits verschwunden. Der Mann hatte es nicht geschafft, das Tier zu danken, das ihm das Leben gerettet hatte. Aber er machte ihm dennoch ein Geschenk. Der Held dieser Geschichte ging nie wieder auf die Jagd. Er verstand, dass man Tiere nicht nur zum Spaß töten darf. Auch sie haben Gefühle. Schließlich hatte der Elch Mitleid mit dem Jäger, der einst seine Verwandten getötet hatte. Er ließ den Mann nicht einen qualvollen Tod sterben und führte ihn aus dem Morast. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.